Mein Name ist Markus Effland. Wir sprechen heute mit Herrn Markus Effland. Wir haben zwar extreme Wetterverhältnisse gestern gehabt, war über Das ganz große Thema algorithmischer Handel. Das heißt, fast 70% der Hauptwährungen. Dazu heute unser Spezialist im Gespräch, Markus Effland von 1000 FT AD. Also Markus, es ist schön, dich hier zu haben und dass wir ein kleines Interview durchführen können über 1000 FT-AD. Und gleich als Einstieg die Frage, bevor wir über Zahlen und Fakten sprechen, was macht dich eigentlich als Unternehmer aus und was hat dich überhaupt in die Finanzwelt geführt? Was macht mich als Unternehmer aus? Ich bin eigentlich sehr fokussiert auf technische Dinge, auf Anwendungsdinge, gerade im Thema Börse. Da bin ich sehr interessiert an Strukturen zu lösen, Gesellschaftsstrukturen zu schaffen, Lösungen in anwenderfreundlicher Manier zu schaffen für Kunden, um da in Finanzprodukten die Software entsprechend einzubringen. Das sind eigentlich so ein bisschen die unternehmerischen Dinge, die mich bewegen. Was führte dazu, dass 1000 FT-AD entstanden ist, eigentlich aus Eigennutz. Ja, du bist ja schon seit 30 Jahren in dem Feld aktiv und im Finanzmarkt tätig. Und hast du da irgendwann mal für dich persönlich entschieden, irgendwas muss sich hier ändern, so kann es nicht weitergehen? Oder was war deine Motivation? Ja. Das war definitiv ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Ich bin im Börsenhandel natürlich immer gewesen, schon seit vielen Jahren. Und in dem Zusammenhang war es so, dass ich immer zur Tokio-Zeit rausgebimmelt worden ist, weil meine Alarme da gegangen sind. So, und in meiner Zeitzone, Deutschland, Schweiz, so die Ecke, da schläft man zur Tokio-Zeit, 2, 3 Uhr nachts. Und wenn man einen guten Schlaf hat, dann ist es umso fataler, wenn man da dauernd rausgebimmelt wird. Aber für mich war dieser Zeitpunkt wichtig, weil ich da sehen konnte, was in London und in New York in der Zeit dann am nächsten Tag gehandelt wurde. Das heißt, für meinen Trading- oder Handelsstil war das sehr wichtig, diese Zeit zu haben. Aber da war für mich auch klar, das kann ich erstens nicht ewig machen, zweitens habe ich da nicht ewig Lust drauf, um die Uhrzeiten aufzustehen, rausgebimmelt zu werden. Und dann fing ich an, mir Softwaremodule zu suchen und mir anzuschauen, wie kann ich meinen Arbeitsplatz erleichtern, wie kann ich den entlasten. Und dann habe ich mir fast 800 Tools angeschaut, die da in die engere Wahl gekommen sind. Und ich muss ehrlich sagen, wirklich über 95% haben es nur in den Mülleimer geschafft. Also so hoch war die Qualität. Ja, ich wollte gerade fragen, was bewegt dich dazu, nicht einfach ein bestehendes System zu nutzen, sondern dann auch die Initiative zu ergreifen und den Aufwand zu betreiben, ein ganz eigenes Handelssystem hier aus dem Boden zu stampfen? Weiß nicht, anders ging. Das war der Punkt. Also wir haben wirklich 2 Handvoll Tools aus diesen 800 haben wir von den Demo in die Live-Konten bekommen. Und da war es so, dass die in den Live-Konten auch nicht die Ergebnisse in der Qualität gebracht haben, wie ich es mir erhofft hatte und wie mein persönlicher Qualitätsanspruch ist. Und dann war für mich klar, ich muss machen wie Ferdinand Porsche. Der hat nicht gefunden, was er gesucht hat, hat er den Porsche selber gebaut und dann bin ich in die Architektur gegangen, habe mir ein Programmiererteam zusammengestellt, die meine Architektur dann in Zahlencode umgebaut haben. Das ist mal Engagement, ne? Aber stimmt es, dass du auch ursprünglich gar nicht vorhattest, dass auch eine Firma daraus wird und das anderen zur Verfügung zu stellen? Überhaupt nicht. Es ging ausschließlich darum, meinen Arbeitsplatz zu entlasten und mich mehr aus dem Unternehmen rauszunehmen. Es war ja auch ein hoher Verantwortungsbereich, wenn man mit zweistelligen Millionenbeträgen letztendlich da in der Aktion ist und die im Markt handeln, hat man immer fürs Money Management die Verantwortung. Man muss immer schauen, dass die Positionen entsprechend im richtigen Risikoverhältnis stehen. Und da braucht man natürlich technische Unterstützung, damit es automatisierte Prozesse sind, wo auch die Fehlerquoten noch niedriger werden. Und ich meine, es kann ja jeder irgendwo ein System erfinden, aber was war der Unterschied zu den Systemen, die du dir damals angeschaut hast und warum haben die sich eigentlich nicht überzeugt? Was war so der Schlüsselpunkt, wo du gesagt hast, ich brauche mein eigenes System? Also die allermeisten, da hat man gemerkt in der Anwendung, dass sie schlichtweg überhaupt nicht durchdacht waren.
Das waren wirklich also nahezu 85%. Diejenigen oder die Tools, die einen Handelsansatz gehabt haben, der auch wirklich eine Daseinsberechtigung hat, da hat es dann in der technischen Umsetzung gefehlt und auch im Risikomanagement. Also da waren die Schwierigkeiten angesiedelt, dass eben in schwierigen Marktsituationen oder auch in Seitwärtsmärkten die Software dann nicht performt hat oder so hohe Risiken aufgebaut hat, dass sie inakzeptabel waren. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, da muss ich selber was bauen. War das dann auch der Grund, warum du gesagt hast, ich mache jetzt mein eigenes Double-Grid-System? Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Ich handle natürlich aufgrund der Erkenntnisse der Charttechnik, wo die großen Kurse bewegen. Das heißt, ich mit meinen Größenordnungen von den größeren Kunden bewege ich keinen Markt. Aber wenn die großen Player spielen, die wirklich Milliardenbeträge bewegen, dann bewegen sich auch Kurse. Und das war meine Technik, das zu erkennen, wann die Aktionen am Markt machen und wann die interagieren und dementsprechend auf diesen Zug aufzuspringen. So, und da hatte ich dieses Double-Grid-System gebraucht, um eben auf beiden Seiten aktiv sein zu können. Ja. Sehr spannend. Also wenn du nochmal ganz einfach das erklären müsstest, was ist jetzt von deiner Architektur bei 1000 FTAD strukturell anders als bei anderen klassischen Algorithmussystemen? Trading-Algorithmen? Wir verwenden keinen klassischen Algorithmus. Das hat auch was Aufsichtsrechtliches zu tun, weil wir da sonst keine Genehmigung von den entsprechenden Aufsichtsbehörden bekommen hätten, wären da Algorithmen drin gewesen. Aber für mich war es wichtig, ein System zu haben, das in möglichst jeder Marktphase funktioniert. Und da funktioniert es mit diesem Double-Grid-System sehr gut, weil ich da auf steigende und fallende Kurse regelmäßig handeln kann. Das macht die Software dann vollautomatisch und kann aber dann auch Marktsequenzen, die mal erastisch sind, also die wirklich Extrembewegungen sind aufgrund von Geopolitik oder EZB-Daten oder FED-Daten, wo Kurse sich ganz massiv bewegen. Auch da performt dann die Software. Deswegen habe ich das so gebaut. Ja. Toll. Vielleicht noch ein paar Fakten, die ganz spannend sind. Du hast ja mit 1000 FTAD über 1600 Live-Konten auch oder Demokonten analysiert und aufgesetzt. Warum ist denn so eine enorme Breite wichtig? Ich muss natürlich möglichst viele Sequenzen am Markt haben. Als wir die Software das erste Mal mit einem Live-Konto an den Markt gegeben haben und gesehen haben, dass in den Demo-Bereichen und in den Testing-Bereichen alles gut gelaufen ist, das war im Dezember 2019. So, und wie wir alle wissen, das erste Konto, das war dann im Ende Februar mit über 200% Gewinn im Handel. Da muss ich auch dazu sagen, waren 2 Währungspärchen, waren aber relativ hoch eingestellt. Das heißt, das würde ich jetzt in einem Kundenkonto nicht machen, aber wir wollten ja sehen, wie das Konto performt, was ist möglich. Und dann kam Corona. Und da hatten wir die Situation, dass März, April sich auch die Kurse dann extrem bewegt haben. Und das war für uns die perfekte Gelegenheit, mit stark schwankenden Kursen, mit Kursen, mit denen der Markt so in der Form aufgrund der Gesamtsituation, in der sich die Welt damals befunden hat, nicht gerechnet hat. Es war neu. Da haben wir in diesen 2 Monaten allein, haben wir 400 Demokonten getestet und haben die wirklich auf Herz und Nieren geschaut, dass wir die Einstellungen so hinkriegen, dass jede Marktphase umsetzbar ist. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur mit ein paar wenigen Konten oder mit Tick-Daten in der Vergangenheit zu rechnen, weil ich muss ja reale Daten haben, ich muss Live-Daten haben. Ja. Da müssen Kosten alle mit drin sein, da müssen die Swap-Gebühren mit drin sein. Also ich muss ja, wenn ich ein Demokonto teste, muss das so sein, als wenn es live wäre oder an dem Live-Konto möglichst nahe dran. Deswegen die breite Struktur. Das ist natürlich die beste Voraussetzung, weil wir immer wieder in solchen schwierigen Phasen sind im Markt und jetzt aktuell natürlich auch wieder. Also sozusagen war das die Testphase für die harten Zeiten. Ne? Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Die Software von 1000 FTAD umfasst 270.000 Lines of Code, hat über 8 Jahre Entwicklung hinter sich. Wie hast du diese ganze organisatorische Mammutaufgabe gestemmt und wie passt das in so ein Projekt für dich?
Ja, mit viel Kleinarbeit, sowohl vom Programmierer als auch von architektonischer Seite her. Da steckt auch wirklich Hardcoding drin, also keine KI, die da agiert hat und geholfen hat. Wir setzen auch heute KI ein, natürlich im Ermitteln von Codestrukturen, im Ermitteln von Marktdaten und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, die Ergebnisse, die die KI beim Einsatz direkt im Handelskonto zeigt, sind nicht befriedigend bisher. Also da ist noch Nachholbedarf. Kann man einfach noch nicht mit viel Erfahrung ersetzen. Ne? Viele Systeme, andere Systeme funktionieren am besten in gewissen Trendphasen. Wie geht 1000 FTADs Struktur mit Seitwärtsmärkten und extremer Volatilität um? Das sind genau die zwei Bereiche, wo viele Systeme einfach nicht funktionieren. Gerade in Seitwärtsmärkten werden dann gerade in Trendfolgesystemen öfter Trades geöffnet, die dann im Stop-Loss wieder geschlossen werden müssen, was natürlich dann auch Performance des Handelskontos kostet, teilweise auch wirklich erhebliche Beträge des Handelskontos, nicht bloß Rendite kostet. Und in volatilen, also wirklich stark volatilen Märkten ist natürlich so, dass es da ein sehr ausgeklügeltes System braucht, dass die Trades, die geöffnet sind, entweder mit einem ganz klar stark frequentierten Stop-Loss wieder geschlossen werden oder aber so gehatcht werden, dass ich meine Basisposition zwar behalte, aber durch die Hedging-Position keinen massiven Verlust erleide. Und das ist die Kunst, die uns gelungen ist, die beiden Dinge zu kombinieren. Das heißt, die Software hat die Möglichkeit, auch eine Seitwärtsphase ganz entspannt hinzunehmen. Und dadurch, dass wir in den Konten ja mehrere Währungspaare immer miteinander diversifizieren, ist es so, dass meistens das in 1-2 Währungspaaren mal so ein Seitwärtslauf ist, währenddessen aber andere Währungspärchen dementsprechend performen. Also habe ich immer irgendwo eine ausgeglichene Rendite in den Handelskonten. Super. Der Drawdown ist ja auch ein ganz großes Thema im Trading und diese Phasen des Drawdowns sind ja auch explizit für den Erfolg eines Trades da. Wie erklärt man das Investoren, was das für einen Einfluss in dem System hat? Also Trading oder Handel am Markt ohne Drawdown nicht möglich. Also ich habe immer einen Drawdown, ich habe immer Positionen, die zunächst erstmal ins Minus gehen. Das ist ganz normal und das gehört auch zum System dazu. Also das ist Teil des Konzeptes. Der Drawdown ist nur entscheidend, dass er so sich in einem Rahmen verhält, dass er im Verhältnis zu der gewünschten Rendite steht. So, und da haben wir jetzt genau die Thematik. Deswegen haben wir verschiedene Handelskonten eingerichtet. Wir haben die Software, die wir in unterschiedlichen Risikostufen natürlich einstellen können, sodass also auch möglichst für viele Anleger was dabei ist. Wir handeln im Forex-Markt. Wir handeln mit CFDs in dem Bereich. Das heißt, wir haben hier 2 Produkte, die in sich schon ein hohes Risiko bergen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so. Ja. Es ist nur die Frage, wie gehe ich mit dem Risiko um? Ja, und die Software handelt halt sehr, sehr viele Trades übers Jahr gesehen und hat halt 0,01% vom Depot ist der durchschnittliche Gewinntrade. Das heißt, ich habe durch diese Verteilung auf viele Währungspaare und auf viele Trades, habe ich das Risiko relativ weit unten und habe trotzdem eine angenehme Rendite. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Gehen wir noch mal ein bisschen in die unternehmerische Perspektive. Ne? Wann wurde dir eigentlich klar, das ist nicht nur ein Hilfsmittel für dich, für deine tägliche Arbeit, also irgendein Trading-Tool, sondern das kann wirklich ein skalierbares Geschäftsmodell, erfolgreiches Geschäftsmodell werden? Da gab es zwei Schlüsselelemente. Das eine Schlüsselelement war, dass ich selber mit einem Konto eine sehr hohe Goldposition hatte. Ich hatte 800.000 Kontrakte. Bin dann nach einer sehr, sehr ermüdenden Woche mit wenig Schlaf ins Wochenende gegangen und habe diese Position mit 800.000 Kontrakten glattgestellt. Habe die Gewinne mitgenommen und bin ins Wochenende und habe am Montag schweißüberströmt Stirn feststellen müssen, dass ich 1,6 Millionen Kontrakte im Depot hatte.
Und das hat natürlich mir in dem Moment, weil das eine sehr hohe Position war, wirklich einen Schweißmoment gebracht. Und der Blick auf den Chart, es war Gold, ging die Kurse nochmal nach oben. Ja. Ich war also gut positioniert, es hat einen guten Gewinn gemacht übers Wochenende. Aber ich musste natürlich evaluieren, was war passiert. Ich war so übermüdet, dass ich statt auf Verkaufen auf Kaufen gedrückt habe. Und das waren so Schlüsselelemente, wo ich gesagt habe, das passiert der Technik nicht. Ja, also dieser ermüdende Faktor, den der Händler haben kann, wenn er vielleicht sogar nicht in der 4- oder 6-Augen-Situation ist, sondern in der 2-Augen-Situation, dann ist das ein Moment, den ich mit Technik ausschalten kann. Und ich handle als Händler, als manueller Händler, klicke ich mit der Maus nicht so schnell, wie die Software mehrere Trades öffnet und schließt. Und das ist auch so ein Punkt, diese Effekte. Und da habe ich festgestellt, so wie es mir geht, auch die Charttechnik dauernd analysieren zu müssen, dann herauszurechnen, wo geht man wie in den Markt, wie lange wird die Position gehalten, mit welchem Risikoverhältnis wird sie gehalten. Genau dieselbe Situation haben 100.000 andere auch. Und das, was ich gelernt habe in meinem Leben, wenn du deine eigene Situation auf einer ganz außergewöhnlich guten Art und Weise für dich selber lösen kannst, dann interessieren sich da auch andere dafür. Und das war der Moment, wo, wenn man über das Thema gesprochen hat, alle Leute gesagt haben, wie, du hast sowas, zeig mal her, ich brauche sowas. Und da ging es los, dass ich gesagt habe, okay. Die Lösung von einem Problem ist der Weg zum Erfolg, ja. War schon oft so in der Geschichte, ja. So, was war für dich dann schwieriger, die Software selber zu entwickeln oder dann die richtige regulatorische Struktur dafür zu finden? Ui. Also die Software zu entwickeln hatte schon wirklich tricky Momente, schlaflose Nächte teilweise, also wo man wirklich sehr, sehr viel Kommunikation auch mit dem Programmierteam hatte, wo man sehr an diffizilen Sachen sehr, sehr lange, teilweise monatelang gebastelt und gefeilt hat, bis man das Problem gelöst hatte. Aber das, was mir in der Regulatorik da entgegengekommen ist, spielt auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau. In der Programmierung und in der Charttechnik habe ich klare Parameter. Nach denen kann ich vorgehen. Und da kann ich die Problemlösung, auch wenn sie manchmal länger dauert, kann ich finden. In der Regulatorik habe ich so viel Feinjustierungen. Ich habe länderübergreifende Regelungen. Ich habe Regelungen, die sich auch ständig verändern, die einem gewissen Wandlungsprozess unterliegen. Ich habe unterschiedliche Interessen, je nachdem, mit welchen Partnern ich spreche, sind unterschiedliche Regularien entscheidend, Jurisdiktionen, die entscheidend sind. Also die Vielzahl der Elemente, bis man ein Produkt so gebaut hat, dass es der Zielgruppe so entspricht, dass sie sich wohlfühlen und zu Hause fühlen, das hat schon einen Anspruch auch noch. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, Markus. Da habt ihr einiges geleistet. Ja. Und warum ist es 1000 FTAD oder eigentlich ja 1000 FTAD, Fabulous Trades a Day, warum ist das dann ein Schweizer Modell geworden, eine Schweizer Struktur? Naja, die Schweiz ist natürlich vom Standort her ein solider, präziser Standort. Es bürgt für Qualität. Die Schweiz ist weltweit anerkannt für den Finanzbereich. Und das ist natürlich einer der wesentlichen Faktoren gewesen. Aus Investorensicht ist es natürlich ganz anders, wenn ich mit Investoren und Kunden spreche und ich habe ein Schweizer Unternehmen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in Zypern, Singapur oder irgendwo anders gelagert wäre. Die Schweiz bietet auch ein unglaublich schönes Investorenmodell in Form von Partizipationsscheinkapital. Das heißt, man kann Investoren mit ins Boot holen, die Idee gut finden, die sich von der Idee begeistern lassen, die sich von der Firmenphilosophie begeistern lassen und kann diese Leute über dieses Partizipationsscheinmodell an der Firma, an den Erträgen, an allen beteiligen. Und das ist ein spannendes Modell, was wir da haben. Und was natürlich auch entscheidend ist, unsere Zielgruppe, die wir jetzt haben, nämlich institutionelle, professionelle Anleger, also Vermögensverwaltungen, Privatbanken, Family Office in erster Linie, vermögende Privatanleger. Das sind natürlich Zielgruppen, die den Standort Schweiz natürlich auch extrem schätzen. Ja. International anerkannt, bietet natürlich dann auch für jeden einen doppelten Win-Win.
Man kann nicht nur in die Software mit der Software arbeiten und profitieren, sondern auch am Gesamtkonzept der Firma. Ja. Tolle Struktur. Wenn es um Skalierung geht, oftmals wird gesagt, man braucht eigentlich nur einen minimalen Marktanteil, um zum Marktführer zu werden als 1000 FTAD. Wenn wir über 300 institutionelle Kunden sprechen, wie sieht da die Skalierung aus? Was bedeutet das? Also ich glaube, da muss man erst den Begriff Skalierung mal definieren, weil die meisten verstehen unter Skalierung mehr Kunden, mehr Klicks, mehr Volumen, mehr Umsatz. Das sehen wir ein bisschen anders. Wir haben eine Zielgruppe von über 30 Millionen Unternehmen. Wir haben eine Zielgruppe von 175.000 professionellen Anlegern ungefähr und eine ständig wachsende Zahl von wahrscheinlich grob 12.000 bis 17.000 Family Offices, die es weltweit gibt. Das ist so ein bisschen unsere Zielgruppe. Und unser Ziel ist eigentlich in den nächsten 5, 6, 7 Jahren irgendwo zwischen 160 und 300 professionelle Anbindungen, mit denen wir langfristig eine gute Basis schaffen können, die Software für sich gut nutzen können, die da Vorteile daraus gewinnen und deren Kunden Vorteile daraus gewinnen. Das ist eigentlich unsere Zielgruppe. Das heißt, wir skalieren zwar, ja, aber auf der Basis von Qualität und nicht auf der Basis von Quantität. Sehr gut. Auch Langfristigkeit ist immer wieder ein großes Thema. Und das unterscheidet dich ja auch von vielen, ne? Dass du nicht nur ein Entwickler einer Technologie bist, sondern natürlich auch ein Unternehmer mit einer Vision. Ne? Der Forex-Markt ist ja einer der größten liquiden Märkte überhaupt. Ne? Täglich 7,5 Billionen $, die hier gehandelt werden. Warum bist du der Meinung, dass dieser Markt noch unterdigitalisiert ist? Ist das überhaupt der Fall? 7,5 Billionen $ täglich. Das ist eine gigantisch große Zahl. Die Zahl ist größer wie der Wert aller Aktienmärkte zusammen. Und jetzt muss man mal schauen, historisch ist dieser Markt natürlich schon seit Jahrzehnten aktiv, wird natürlich beeinflusst durch Zentralbanken, durch die Market Maker, durch die Großbanken, durch viele Bereiche und basiert immer noch auf teilweise handgemachten Strukturen. Und so einen Markt, der so einen Durchsatz hat täglich, den mal schnell zu digitalisieren, das ist eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen. Respekt vor denen, die da in der Planung sind. Deswegen denke ich, es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis das wirklich umsetzbar ist. Damit ist natürlich die Position von 1000 FTAD vorne mit dabei zu sein, natürlich unbezahlbar. Ne? Und wer das erkennt, der sieht hier das große Potenzial, auch hier mit zu partizipieren. Ne? Gesamt gesehen braucht 1000 FTAD also nur 0,00053% Marktanteil, damit man in diesem enormen Maß wachsen kann. Ist das realistisch oder ist es so ein bisschen, naja, wir träumen? Ich glaube, das ist, von welcher Seite ich es aus betrachte. Diese 300 Anbindungen, die du gerade angesprochen hast, Lenos, das ist jetzt im Verhältnis zu der Zielgruppe ein wirklich, so wie du es genannt hast, minimaler Faktor. Wenn ich das jetzt einmal monetär umsetze, bin ich ja dann schon in dem Bereich, selbst wenn jede professionelle Anbindung nur 40 Millionen mit uns handelt, mit der Software, was in dem Bereich ja eher ein kleineres Ticket ist, dann sind wir schon im Milliardenbereich. Also die kleine Zahl ist am Schluss ganz groß. Und deswegen denke ich, nee, es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass wir da diese Zielgruppe erreichen können. Wir sind aber auch schon mit weniger zufrieden. Ambitioniert, aber realistisch. Sehr gut, das ist ein guter Ansatz. In 6 bis 7 Jahren, wo siehst du da, wo steht 1000 FTAD? Eher in Richtung IPO, einen strategischen Verkauf oder einfach so weitermachen wie bisher? Wo sehe ich 1000 FTAD? Als Vision sehe ich 1000 FTAD als den Goldstandard, wenn es um die Anwendersoftware für professionelle Anwender geht im Bereich Devisen, Währungspaare, mit vielen Möglichkeiten, die noch dazukommen. Also da steht noch viel auf dem Plan.
Es könnte sein, dass wir die Company irgendwann mit einem IPO an die Börse führen. Es könnte auch sein, dass wir einen ICO irgendwann machen. Also wir haben alle Optionen auf dem Tisch. Es könnte aber auch sein, dass wir ja dann vielleicht eine ganz hübsche Braut sind, für die sich eine Investorengruppe oder eine größere Bank interessiert. Und wir werden sehen. Wenn wir das Modell haben, das ja auf Lizenzbasis funktioniert, können wir unsere Aktionäre und Partner natürlich auch insofern mit guten Dividenden befriedigen. Insofern wäre kein zwingender Grund vorhanden, einen Exit zu machen. Spannend ist es natürlich schon. Es ist natürlich eine Luxusvariante, wenn man so viele Möglichkeiten hat, nicht nur zu wachsen, sondern auch auszuwählen, wo man hingehen möchte und was die Zukunft betrifft. Wir haben gesehen, die Visionen sind da, die Klarheit ist da, wo es hingehen soll, und trotzdem ist man bodenständig geblieben. Das ist eine tolle Voraussetzung, um hier erfolgreich weiterzumachen. Und du sagst von dir selber, dass du all in gehst hier mit dem Konzept. Und warum ist dir das persönlich wichtig? In dieser ganzen Company und auch in dieser Software steckt viel Kapazität, viel Energie, viel Leidenschaft. Und diese Leidenschaft, die mich mit diesem Gesamtkonzept verbindet, ich bin davon überzeugt, dass man Dinge immer nur dann besonders gut tut, wenn man es wirklich mit ganzem Herzen richtig macht, mit Leidenschaft macht. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich da all in. Ja. Sehr gut. Und das kann man auch spüren. Das spürt auch das ganze Team. Und das greift schon fast über zu anderen, die das hören und sich damit beschäftigen. Wenn du heute mit Vermögensverwaltern zum Beispiel oder ein Family Office sprichst und die etwas skeptisch sind von dem, was hier passiert am Markt, was würdest du diesen Kunden oder diesen Partnern sagen? Es ist nicht so überzeugend wie Kontoauszüge. Kein Werbeslogan und kein Marketingtrick ist so effektiv wie in unserer Branche Kontoauszüge. Und das ist das Entscheidende. Wir können mit Fakten aufwarten und können mit Fakten basierend mit Menschen über Projekte sprechen, wie sie die Software so in ihrem eigenen Unternehmen mit integrieren, dass es auch für sie eine Win-Win-Situation wird. Und das ist der entscheidende Punkt für uns. Besonders ja auch die Vereinfachung für diese Family Offices und Vermögensverwalter, die Professionalität auch, was das Reporting betrifft und solche Sachen. Das ist ja alles, wofür 1000 FTAD auch steht, ne? Viele Vorteile. Was treibt dich dann jetzt persönlich hier noch an? Ist es die maximale Rendite oder ist es eher die Struktur, die hier gerade entsteht? Ich glaube, der schönste Moment ist der, den man bei fast jedem Kunden erlebt. Egal, ob es ein vermögender Privatanleger ist, der vielleicht noch nicht viel Konfrontation hatte mit diesem Segment, aber vermögend genug ist, sich die Software leisten zu können. Oder ob es Family Office Vermögensverwalter sind, die die Software das erste Mal im Live-Betrieb sehen. Die Augen, wenn sie sehen, was passiert in den Handelskonten und wie das passiert, das ist der schönste Moment. Das ist dieser erleuchtende Moment, den die Menschen dann haben, wenn die ganze Skepsis, die logischerweise erstmal einem gefühlt neuen Produkt gegenüber da ist, dann eintritt, wenn man es selber plötzlich live sieht in den eigenen Handelskonten oder in den Konten der Kunden, die sie haben. Das sind für mich die schönsten Momente. Das ist fast wie ein Entdecker, der einen Schatz gefunden hat. Richtig. Ne? Die leuchtenden Augen, zu gut, um wahr zu sein am Anfang und dann nachher Bauklötze staunen. Ne? Ja. So, Markus, wir spulen jetzt einfach mal das Rad der Zeit 10 Jahre voraus. Was würdest du gerne sehen, was Menschen über 1000 FTAD und dich als Architekt und Gründer der 1000 FTAD sagen? Es soll so sein, dass sie zurückblicken auf einen Erfinder, der eine Sache vorangetrieben hat, mit dem festen Ziel, etwas zu etablieren, wo andere einen konkreten Nutzen daraus ziehen können.
Das ist mir immer wichtig gewesen, als Win-Win-Win-Situation vom Tisch aufzustehen. Und als solche Menschen und als solche Company würde ich mir wünschen, dass andere uns dann auch so sehen. Also nach unserem Interview, wer sollte sich unbedingt bei 1000 FT-AD oder bei dir melden? Was sind das für Menschen? Was sind das für Institutionen? Jeder Vermögensverwalter, der Kunden in der Verwaltung hat, der eine segmentierte Beimischung mit Devisenpaaren machen möchte oder das vielleicht schon umsetzt, aber vielleicht noch nicht in dem Erfolg, wie er es gerne haben möchte, der ist herzlich willkommen. Jedes Family Office, die eine Beimischung machen wollen, die eine Fundstruktur bauen wollen, die einen AIF oder einen AMC mit uns bauen wollen. Das sind Dinge, die wir auch gerade umgesetzt haben. Wir sind auch dabei, da weiterzumachen. Privatbanken, die die Software auch unter einem White Label einsetzen können und ihren Kunden einen Nutzen bringen können und sich das selber auf die Fahne schreiben können. Genauso wie vermögende Privatkunden, die die Software gerne nutzen wollen, die wir gerne an einen unserer Partner vermitteln. Da wir ja keine Anlageberatung oder Anlagevermittlung machen, wir sind eine reine Software-Company, das heißt, es geht zwar bei uns um Finanzen, aber wenn es dann um eine Vermittlung an einen Kunden geht, dann reichen wir denen eben an einen unserer Partner weiter. Und die haben dann den Nutzen da in ihren Handelskonten. Also der Nutzen ist vielschichtig. Ja. Gibt es auch jemanden, wo du sagst, das ist nichts für ihn? Eher nicht? Die Software handelt mit Risiko. Also das muss man ganz klar sagen. Sie handelt das Risiko mit einer extrem ausgeklügelten Art und Weise, mit extrem gutem Money Management, aber nichtsdestotrotz, die Risiken sind da. Wenn jemand mit Risiko nicht umgehen kann, bitte die Finger weglassen. Grundsätzlich nicht nur von der Software, sondern auch von diesen etwas schwierigen Märkten, die sehr volatil sein können. Markus, es war ein Vergnügen, sich mit dir auszutauschen über die Geschichte hinter 1000 FT-AD, aber auch die Vision für die nächsten 10 Jahre und mehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich. Linus, hat mich gefreut. Hat mir Spaß gemacht. Super.